Willkommen zu unserer Stadtführung in München. Hier stellen wir 6 der Top-Sehenswürdigkeiten der Stadt vor. Wir beginnen unsere Tour im Englischen Garten. Mitten in München befindet sich der Englische Garten, der weltweit zu den größten Parkanlagen gehört. Auf einem Hügel gelegen steht anmutig der Monopteros, ein offener Rundbau mit Kuppeldach, Säulen und Gedenkstein, der an bayerische Herrscher erinnert, die zur Verwirklichung der Parkanlage beigetragen haben. Die Kuppel und Kapitelle sind mit hübschen Malereien verziert. Erbaut wurde der Tempel in den 1830er Jahren durch Leo von Klenze. Ein traumhafter Blick über die südliche Parklandschaft und auf die Skyline der Altstadt offenbart sich von diesem offenen Rundbau aus. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts ließ Kurfürst Karl Theodor den Park als Volksgarten für die Einwohner Münchens anlegen. Das weitläufige Wegenetz im Englischen Garten erstreckt sich über 78 Kilometer. Die Wege, teils von großen Bäumen beschattet, eignen sich hervorragend für ausgiebige Spaziergänge. Überall entlang der Wege sind Bänke zu finden, welche zum Ausruhen und Verweilen einladen und die Möglichkeit bieten, den Blick auf den weitläufigen Park zu richten. Ein imposantes Bauwerk im Englischen Garten ist der Chinesische Turm, der einst als Aussichtsturm erbaut wurde. Der Blick auf die Parklandschaft ist mittlerweile durch große Bäume verdeckt. Heute ist der Chinesische Turm ein kultureller Treffpunkt. Es gibt regelmäßig musikalische und traditionelle Veranstaltungen, um in das besondere Lebensgefühl der bayerischen Landeshauptstadt einzutauchen. Im Biergarten am Chinesischen Turm lässt sich gemütlich sitzen und mit Blick auf den Park eine zünftige Mahlzeit und ein Maß bayerisches Bier genießen. Am Kleinhesseloher See lassen sich Tretboote ausleihen, während das Ufer zum Entspannen und Sonnentanken einlädt. Eine weitere Attraktion ist der Eisbach, auf dem Wassersportbegeisterte ihr Können auf dem Surfbrett unter Beweis stellen. Anständige Wellen und eine starke Strömung sorgen für einzigartige Aktion und wahren Nervenkitzel. Im Herzen von München steht ein wahres Juwel der neugotischen Baukunst, das Neue Rathaus. Davor ragt die Mariensäule in die Höhe, durch die der vorgelagerte Platz seinen Namen erhalten hat. Der Marienplatz war früher wichtiger Umschlagplatz für Handelswaren. Eingesäumt wird der Platz von historischen Gebäuden. Ein Blick auf die Fassade des Neuen Rathauses offenbart den außergewöhnlichen, neugotischen Baustil mit Rundbögen, kleinen Türmchen, Kapitellen und Figuren, die das Bauwerk zieren. Imposant ragt der Rathausturm mit Glockenspiel über das Gebäude hinaus. Im Inneren setzt sich die beeindruckende Architektur fort. Marmor, Granit, Säulen, Rundbögen, Statuen und große, offene Kamine dominieren das Gebäude. Das Neue Rathaus beherbergt die juristische Bibliothek auf einer Fläche von 120 Quadratmetern. In 10 Meter hohen Bücherregalen aus Eichenholz stehen rund 10.000 Bücher, welche über die vergoldeten Wendeltreppen zu erreichen sind. Im großen Sitzungssaal, der auch für Vollversammlungen des Münchner Stadtrates genutzt wird, ziert das Kolossalgemälde Allegorie Monarchia mit einer Breite von über 15 Metern die gesamte Stirnwand des Raumes. Rückseitig gibt es eine Galerie, dessen schmiedeeisernes Geländer vergoldet ist. Der kleine Sitzungssaal ist überwiegend im Original erhalten. Von der aus Eichenholz geschnitzten Decke hängt ein reichhaltig verzierter Bronzelüster. Die Wände zieren Holzvertäfelungen, ein großes, wandfüllendes Gemälde und ein imposanter Kamin, der bis zur Decke hinaufreicht. Überall im Neuen Rathaus lässt sich eindrucksvoll eine formvollendete Baukunst entdecken. Eine der Hauptattraktionen ist auch das Glockenspiel im Rathausturm, das täglich um 11 und 12 Uhr sowie im Sommer zusätzlich um 17 Uhr Besucher auf dem Marienplatz begeistert. Die Frauenkirche in der Altstadt von München ist ein spätgotisches Gotteshaus, welches offiziell den Namen Der Dom zu unserer lieben Frau trägt. Die Domkirche, mit ihren Zwillingstürmen aus Backsteinen erbaut, ist von weitem in München sichtbar. Eindrucksvoll ragen die beiden Türme rund 99 Meter in den Himmel hinauf. Der Mutter Gottes ist das Hauptportal der Kirche geweiht. Durch einen verzierten Eingangsbereich gelangt man in die Frauenkirche. Beim Betreten fällt die offene und helle Gestaltung des Innenraums ins Auge. Dieser wird durch die weißen Pfeiler, hellen Deckengewölbe und Bleiglasfenster besonders unterstrichen.
Die Ausgestaltung des Kirchenraumes ist eher schlicht gehalten. Das Kirchenschiff ist insgesamt 109 Meter lang und 40 Meter breit. Im Zentrum des Altarraums ist als Blickfang das vergoldete Standbild Maria Immaculata zu sehen. Daneben befindet sich das Chorgestühl mit Figuren. Der Dom, welcher Ende des 15. Jahrhunderts mit Ausnahme der Turmspitzen innerhalb von nur 20 Jahren unter dem Baumeister Jörg von Halsbach erbaut wurde, ist täglich für Besucher geöffnet. Eine der 4 Orgeln ist die große Orgel über dem Hauptportal. Sie stammt aus der Werkstatt von Georg Jann aus Alkoven bei Regensburg. Die Kirche ist als dreischiffige Hallenkirche angelegt, mit einem Hauptschiff und 2 Seitenschiffen. Eindrucksvolle Bilder, Altäre und Epitaphien befinden sich in den Seitenschiffen. Ein Rundgang führt zum imposanten Wittelsbacher Denkmal, das mit Bronzefiguren und Symbolen verziert wurde. Über eine Wendeltreppe und mit dem Aufzug geht es hoch hinauf auf den Südturm. Aus 16 Fenstern lässt sich aus fast 99 Metern Höhe ein einzigartiger Rundumblick auf München und das Alpenpanorama genießen. Beim Betreten des Stachus fallen der imposante Springbrunnen und die charmanten Bauwerke auf, die dem Karlsplatz einen einzigartigen Charakter verleihen. In einer Gebäudeschlucht steht anmutig das Karlstor aus längst vergangener Zeit. Besonders reizvoll ist der Platz bei Sonnenschein, wenn sich in den zahlreichen Wasserfontänen des Brunnens die Sonnenstrahlen brechen. Der Stachusbrunnen ist zudem ein idealer Treffpunkt für ausgedehnte Einkaufstouren auf Münchens größter Shoppingmeile. In den historischen Gebäuden am Karlsplatz haben sich verschiedene Einzelhandelsgeschäfte niedergelassen. Der Platz trägt offiziell den Namen Karlsplatz, benannt nach Kurfürst Karl Theodor. Doch seit Jahrhunderten wird er von den Münchnern umgangssprachlich als Stachus bezeichnet. Das Karlstor ist vom Stachus aus der Zugang zur Neuhauser sowie zur Kaufingerstraße, der Haupteinkaufsmeile in München. Bereits im 14. Jahrhundert wurde das Tor als Teil der zweiten Stadtbefestigung errichtet. Bis zum Jahr 1972 fuhren Autos über den Platz und durch das Karlstor hindurch. Heutzutage befindet sich hier eine Fußgängerzone. Das Karlstor gehört zu den 3 letzten erhaltenen Stadttoren der früheren Münchner Stadtmauer. Direkt am Eingang zur Fußgängerzone, an historischer Stelle, befindet sich das sogenannte Brunnenbuberl. Am Karlsplatz zieht ein weiteres historisches Gebäude mit großem Kuppeldach alle Blicke auf sich. Es ist der Justizpalast mit einer beeindruckenden neobarocken Architektur. Im Münchner Olympiapark wurde 1972 mit der Eröffnungsfeier der 20. Olympischen Sommerspiele im Olympiastadion Sportgeschichte geschrieben. Das weitläufige Gelände liegt ein wenig außerhalb des Stadtzentrums der bayerischen Landeshauptstadt. Ehemals Brachland und auch als Schutthalde genutzt, verwandelte es sich in eine Parkanlage mit See, Hügeln und Grünflächen. Zudem entstanden für die Austragung der Olympiade Bauwerke, die als architektonische Meisterleistung gelten und sich ausdrucksstark aus der Naturlandschaft hervorheben. Am Olympiasee lässt sich hervorragend Sonnenbaden. Die Grünanlage ist ideal für Sportbegeisterte, zum Picknicken oder Entspannen inmitten der idyllischen Natur. Das eindrucksvollste Bauwerk im Olympiapark ist das Olympiastadion mit seinem Zeltdach. Die in Beton verankerte Metallkonstruktion wird durch gebogene Stahlträger und Spannseile gehalten. Bedeckt ist das Stahlgerüst mit transparentem Kunststoff, welcher Leichtigkeit und Offenheit symbolisiert. Die Arena wurde für die Austragung verschiedener Disziplinen bei den Olympischen Spielen genutzt und war später unter anderem Austragungsort von Heimspielen des FC Bayern München. Heute finden dort Großveranstaltungen, Events und Konzerte statt. Im Olympiastadion wurden seit 1972 mehr als 2000 Veranstaltungen mit über 55 Millionen Zuschauern durchgeführt. Bei einem Rundgang lässt sich die besondere Architektur des Olympiastadions aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Ein weiteres imposantes Bauwerk ist der Olympiaturm, der weit hinauf in den Himmel ragt. Er erreicht mit seiner Antenne eine Höhe von 291 Metern und ist damit das höchste Bauwerk Münchens. Mit einem Aufzug geht es zu den Aussichtsplattformen, um das Olympiastadion mit Zeltdach, den Olympiapark, München und die Alpenlandschaft aus der Vogelperspektive betrachten zu können.
Ein Meisterwerk des höfischen Münchens ist Schloss Nymphenburg mit seinem Schlosspark, der zu den größten und bedeutendsten Kunstwerken der deutschen Gartenarchitektur zählt. Rundbögen, Säulen, Stuckelemente über den Fenstern und Büsten heben das Hauptgebäude des Schlosses hervor. Ein Blick von der Schlossterrasse auf den Park offenbart die symmetrische, axiale Gestaltung mit Wasserelementen und mit dem lineal ausgerichtete Blumenbeete. Im Inneren des Schlosses befinden sich prunkvolle Säle mit großen Fenstern und Galerien, in denen rauschende Feste gefeiert wurden. Geschmückt sind die Säle mit ausladenden Kronleuchtern, übergroßen Spiegeln, beeindruckenden Wand- und Deckenmalereien, Stuckarbeiten und Goldverzierungen. Diese prunkvolle Gestaltung ist im gesamten Schloss Nymphenburg sehr präsent und zeigt sich in allen Räumen und Bereichen. Schloss Nymphenburg war früher die Sommerresidenz der bayerischen Kurfürsten und Könige. Heute zählt Schloss Nymphenburg nicht nur zu den größten Schlössern Deutschlands, sondern auch zu den bedeutendsten in Europa. Zudem ist die 180 Hektar große Parkanlage die zweitgrößte Grünfläche Münchens. Jährlich kommen mehr als 300.000 Besucher nach Nymphenburg. Das Arbeitszimmer der Königin ist ausgestattet mit einer kleinen Sitzgarnitur und einem Zeichentisch. Das Porträt an der Wand zeigt Caroline. Ebenfalls befindet sich im Raum ein Porträt von ihrem Gatten König Max Joseph. Dieser Raum war für intime Empfänge und private Aktivitäten der Königin reserviert. Hier sieht man das Schlafzimmer von Königin Caroline, welches in der originalen Ausstattung erhalten ist. Der Schlosspark alleine kann schon dazu einladen, einen ganzen Tag hier zu verbringen und dabei zu entspannen. Die Anlage bietet zahlreiche ruhige Ecken und Sitzmöglichkeiten mit herrlichen Ausblicken auf den Park und das Schloss.